Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Die Türkei ist ja, wenn man jetzt Europa sieht, die zweitgrößte Volkswirtschaft, also nach Deutschland eigentlich, größere Volkswirtschaft als Frankreich, jährlich 5% Wachstum, zumindest bis zum Jahr 2018. Und nur der Lira-Absturz, da müssen wir halt auch mal drüber sprechen, ist ein kleiner Albtraum. Ne? Also was da vielleicht passiert ist, gerade in letzter Zeit. Und da interessiert uns natürlich auch neben vielen anderen Themen, wie sich das auf das Business, auf das Leben dort auswirkt. Auch Steuern wollen wir heute mit Ihnen über so ein paar Punkte sprechen. Die Türkei hat sich ja damals eigentlich mal eine Zeit lang an Deutschland orientiert, was das Steuersystem betrifft, aber dann so viele interessante Besonderheiten entwickelt, von denen der ein oder andere deutsche Unternehmer oder deutsche Bürger noch nie was gehört hat, was es da so alles noch für interessante Steuerarten gibt. Und uns interessiert natürlich immer der Aspekt Wohnsitz, Türkei oder auch für uns als Unternehmer, was hat das Land zu bieten. Dann auch dieses Thema, was mitunter gesagt wird, in der Türkei kann man von Zinsen leben. Immer dieses Beispiel der, Hausfrau, die mal 45.000 Euro geerbt hat und 24% Zinsen, monatliche Auszahlung. Und man kann wunderbar davon leben. Also das ist alles so mal so ein kleiner Blumenstrauß von Themen, die wir heute mit Ihnen besprechen können. Aber wir würden Sie bitten, Herr Dogan, stellen Sie sich doch jetzt am Anfang unseren Zuhörern und Zuschauern kurz selbst vor. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich habe zuerst in Istanbul Jura studiert und danach nach Deutschland gekommen, Sprache gelernt, Masterstudium absolviert in Freiburg und dann Doktorarbeit in Mannheim beendet. Dann habe ich in 2005 begonnen, als Anwalt zu arbeiten. Und seitdem betreuen wir deutsche Mandanten für Türkei-Geschäft. Und wir haben auch Stück für Stück das erweitert. Haben wir zuerst mit Firmengründungen begonnen. Danach haben wir gemerkt, steuerliche Themen werden nachgefragt. Und da haben wir auch Lösungen entwickelt aus einer Hand. Und dann wir bieten für deutsche Privatpersonen oder Unternehmen, kleine Unternehmen bis größere Unternehmen, bieten wir Rechtsanwaltsdienstleistungen, rechtliche Beratung, Vertretung und steuerliche Beratung sowie Buchhaltungsdienstleistungen für die neu gegründeten Firmen in der Türkei. Und das erfolgt grundsätzlich auf Deutsch. Wir bieten auch englischsprachige Dienstleistungen, aber wir haben uns auf deutschsprachige Länder und Mandanten fokussiert. Sehr schön. Werden wir dann noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen. Also vielleicht können wir am Anfang, es gibt so viele Deutsche, die mittlerweile in der Türkei leben, noch mal ganz kurz, jetzt auch unter der aktuellen Situation, auch der neuen Regierung, die es jetzt seit einigen Jahren gibt, vielleicht von Ihnen mal so sagen, wie ist das Leben? Ist es immer noch so, dass es sich lohnt, für Deutsche in die Türkei zu ziehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Sogar ich kann, wenn man das sachlich bewertet und parteilos beurteilt, dann kann ich sogar sagen, heute ist die Türkei viel günstiger für Deutsche als vor 10 Jahren. Aufgrund der Währungsverluste in den letzten Jahren, seit 2015 dauert es kontinuierlich, sind Immobilien, aber auch Verbrauchsgüter, Lebensmittel im Vergleich zu Deutschland noch günstiger geworden. Auch die Personalkosten, die Gehälter, ein Mindestlohn, das vor 10 Jahren über 500 Euro gewesen war, ist jetzt 260 Euro. Also das ist natürlich in Euro gedacht. Für Inländer, die in der Türkei arbeiten, Geld verdienen und leben müssen, ist es natürlich schlechter geworden. Der Kaufkraft ist geschrumpft worden. Beiderseitig muss man sehen. Aber auch von Deutschland aus betrachte ich eher nicht sachliche, emotionelle Meinungen und aufgrund der politischen Richtung der Türkei oder wegen den Spannungen aufgrund Flüchtlingskrise betrachten die Menschen die Türkei etwas so subjektiv von Deutschland aus. Das soll man ein bisschen ändern, würde ich sagen, weil so verpasst man viele Vorteile. Aber da muss ich mal einhaken, Herr Dogan. Was ja so ein Paradox zu sein scheint. Auf der einen Seite, wie wir es schon erwähnt hatten, gibt es eine ganze Reihe von Deutschen, die in die Türkei ziehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele türkische Bürger, die unbedingt in Deutschland wohnen wollen. Sie selbst sind ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Sie wohnen ja jetzt in Deutschland.
Ja. Zum Beispiel. Und wenn das alles so schön ist, also vielleicht können Sie das mal aufklären. Es kommt darauf an, in welcher Position Sie sind. Wenn Sie ein normaler Fabrikarbeiter sind, dann ist natürlich Deutschland wesentlich besser, weil Sie verdienen in der Türkei so vielleicht 300, 400 Euro monatlich, maximal 500 Euro. Also das sind Nettobeträge. In Deutschland würde man über 2000 Euro liegen, grundsätzlich, oder nicht unter 1500 Euro. Und damit, also der Kaufkraft eines Fabrikarbeitnehmers in Deutschland ist vielleicht dreimal höher als in der Türkei. Aber für diejenigen, die etwas mehr Geld verdienen können, insbesondere mit hochqualifizierteren Berufen wie Ingenieure oder wie Softwareprogrammierer, also solche immaterielle Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten, aber nicht unbedingt für den türkischen Markt, sondern auch für den Weltmarkt, dann kann es interessant sein. Also das mit Euro Geld verdienen und in türkischer Lira in der Türkei ausgeben, ist angenehm. Was anderes ist und dann passt nicht. Deswegen, also wenn Sie schauen, dann wollen auch tatsächlich viele aus den östlichen Ländern, aus arabischen Ländern, Iran oder den anderen Ländern, wollen viele Leute in die Türkei kommen. Die fühlen sich in der Türkei ganz angenehm, frei, europäisch, und die Türken wollen aber nach Europa, weil die haben vielleicht noch mehr andere Wünsche und andere Ansprüche. Auch aufgrund dieser Situation, wenn man im unteren Einkommensbereich ist, dann ist die Türkei sehr anstrengend zu leben. Deutschland ist sehr komfortabel für diese Personen. Und ich kann Ihnen noch etwas sagen, war auch für mich ziemlich überraschend. Der Mindestlohn in der Türkei ist aktuell 265 Euro. Und bei Währungsverlusten geht es noch runter. Das wird jährlich neu bestimmt. Aber wie gesagt, vor 10 Jahren war das über 500 Euro. Sie sehen, auf die Hälfte gebüßt. Und über 40% der Arbeitnehmer in der Türkei, der registrierten Arbeitnehmer, arbeiten mit Mindestlohn. Also das ist in keinem anderen Land in Europa ist so dramatisch. Ja, wahrscheinlich ist das auch ein Grund. In der Vorbereitung habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, was es denn so für Industrien gibt in der Türkei. Und ich habe gedacht, da steht so auf Platz 1, 2, 3, was man immer so gehört hat, Bekleidung, ja, Schmuck und Nüsse zum Beispiel. Nüsse ist auf Platz 10, Schmuck auf Platz 6 und die Kfz-Industrie auf Platz 1, was natürlich damit zu tun hat, dass LKW wie Daimler, MAN und Scania in der Türkei ja produziert werden. Ja. Oder auch Ford, Toyota, Opel, Hyundai. Richtig. Und das natürlich schon wahrscheinlich auch durch die günstigen Kosten, die Sie gerade gesagt haben, Mitarbeiterkosten, natürlich auch immens Vorteile für diese Industrie. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Richtig. Es wird gesagt, dass Türkei nach Deutschland die zweitstärkste Autoindustrie in Europa ist. Und das ist auch aufgrund der starken Verflechtung mit Deutschland wahrscheinlich, weil viele große deutsche Firmen in der Türkei, Tochterbetriebe oder Lieferanten, auf diese Weise kommt das zustande. Klingt sehr interessant. Sie hatten jetzt ja vorhin schon so eine Gruppe von Personen angesprochen, Softwareentwickler und so in der Art. Wir kennen ja zurzeit so ein bisschen einen Trend oder jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren. Es sind die sogenannten digitalen Nomaden, also im Grunde Personen, die in bestimmten Berufen arbeiten und einen Laptop brauchen, zum Beispiel eben Softwareentwickler, die dann so durch die Welt tingeln, an verschiedenen Orten leben, aber eben für ausländische Arbeitgeber arbeiten. Wissen Sie, ob das auch in der Türkei ein Trend ist? Also gibt es viele digitale Nomaden aus verschiedenen Ländern, die dort sich in der Türkei aufhalten, wenigstens temporär? Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir. Auch aufgrund der, wie eben erklärten, Vorteile der Türkei. Schönes Klima und günstige Lebensunterhalt zieht viele Leute in die Türkei. Und auch eine junge Bevölkerung mit 33 Jahren Durchschnitt macht das Land lebendiger. Von diesem Trend können wir schon hier auch reden. Jetzt ist es aber so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der Türkei gilt, wenn ich mich länger als 6 Monate im Land aufhalte, bin ich steuerpflichtig mit meinem, korrigieren Sie mich, ob das stimmt, mit meinem Welteinkommen, also auch mit Einkommen, was ich eigentlich außerhalb der Türkei erwirtschafte. Und
der höchste Steuersatz, da kommt nämlich das, was Sie gerade gesagt haben mit dem Lire-Kurs, kommt dann eigentlich negativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Einkommen im Ausland erwirtschafte, jetzt aber der höchste Einkommenssteuersatz nach dem System türkische Lira berechnet wird, das müssten, glaube ich, 35% sein, so ab ungefähr 6.000 Euro Jahreseinkommen. Dann hätte natürlich jemand, der als digitaler Nomade in der Türkei lebt, relativ schnell eigentlich sein Einkommen in der Türkei zu versteuern. Ist es richtig oder vielleicht können Sie das mal ein bisschen... Folgendermaßen, erstens ja, also wenn man länger als 6 Monaten in der Türkei aufhält, dann ist man uneingeschränkt steuerpflichtig. In der Türkei muss man sein Welteinkommen besteuern. Und wenn man weniger als 6 Monate, also 183 Tage in der Türkei in einem lebt, dann ist man eingeschränkt steuerpflichtig. In diesem Fall kann man nur bestimmte Einkommen, was man in der Türkei erzielt hat, je nach Doppelbesteuerungsabkommen in der Türkei zu besteuern. Sonst ist in dem anderen Land, wo man den Hauptwohnsitz hat, zu besteuern. Und Steuersätze sind so, Sie haben 35% genannt, das war vor ein paar Jahren so. Und danach hat man noch eine weitere Stufe gebaut und das ist 40% und das Einkommen wird ab einem bestimmten Niveau mit 40% besteuert. Aber diese Steuersituation ist im Vergleich zu Deutschland aufgrund der Staffelungen und aufgrund der Verteilung ist niedriger als in Deutschland. Insoweit kann man so sagen, in der Türkei zahlt man am Ende etwas weniger Steuern. Es ist aber auch kein Steuerparadies. Türkei ist ein normales Steuerland, das aber im Vergleich zu anderen, zu Deutschland oder so, zu anderen Hochsteuerländern etwas niedriger zu besteuern ist. Also ist die Attraktivität dann in erster Linie die niedrigen Lebenskosten, die Sie schon erwähnt haben, ne? Steuern etwas niedriger. Etwas, also bei den Steuern gibt es schon Vorteile im Vergleich zu, aber nicht im Vergleich zu den niedrigen Steuerländern wie Schweiz oder Malta oder andere Länder, Irland auch vielleicht nicht. Aber wie Sie sagen, Lebensunterhaltskosten sind deutlich niedriger. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Kapitalerträge sprechen, mal angenommen, ich lebe jetzt in der Türkei, dann habe ich gelesen, ich glaube, es war auf der Webseite von KPMG, dass Dividenden nur dann zu besteuern sind, wenn sie von einer türkischen Gesellschaft ausgeschüttet werden. Wissen Sie dazu was? Ja, das stimmt. Also wenn die Gesellschaft in der Türkei eingetragen ist und beim Finanzamt angemeldet ist und wenn Dividende ausgezahlt werden, dann zahlt man die Steuern und das wird sogar in der Quelle abgezogen. Also die Gesellschaft zieht die Steuern ab und zahlt beim Finanzamt ein. Heißt es aber, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Türkei lebt, sagen wir mal zum Beispiel ein Deutscher, und der ist beteiligt an einer Gesellschaft im Ausland, ich sage jetzt mal zum Beispiel Irland oder Großbritannien oder sowas, und er bekommt von dieser Gesellschaft eine Dividende ausgeschüttet, die ist ja nicht in der Türkei dann resident, heißt es dann, dass diese Dividende in der Türkei steuerfrei wäre? Lebt diese Person hauptsächlich in der Türkei? Also über 6 Monate? Ja, also jetzt in dem Beispiel, ja, jetzt genau, die würde jetzt zum Beispiel dort leben, ja. Wenn er in der Türkei lebt, dann gibt es Doppelbesteuerungsabkommen mit Irland, gehe ich davon aus. Also mit fast allen europäischen Ländern hat die Türkei dieses Abkommen. Wenn in Irland diese Gewinnausschüttung schon besteuert wurde, dann kann man das in der Türkei angeben. Das würde als Progressionsvorbehalt betrachtet werden und das Einkommen erhöhen, aber würde nicht nochmal besteuert werden. Also das würde nur die Steuerlast in der Türkei erhöhen und nicht eine Doppelbesteuerung mit sich bringen. Okay, verstanden. Und die Besteuerung auf Dividenden, wie hoch ist die in der Türkei? Wissen Sie das? Glaube ich 15%. Also 15% muss als Quellensteuer gezahlt werden. Kann auch 10% sein. Ich bin nicht 100% sicher, ob es 15 oder 10%, es ändert sich. Das heißt aber nicht, dass das die einzige Steuer bei Dividendeneinkommen ist. Man muss auch dann in seiner Einkommensteuererklärung das angeben und je nach Höhe des eigenen Einkommens weitere Steuern zahlen. Und das ist dann bis 40% dann. Verstanden. Ja. Das heißt, die Kapitalerträge werden versteuert wie normales Einkommen, ja? Ganz genau.
Ganz eine genau. Quellensteuer, die bereits bezahlt wurde, Und plus, wird dann genau, entsprechend anerkannt, wird entsprechend angerechnet werden. Ja? ganz genau angerechnet, ja. Jetzt reden wir die ganze Zeit ja schon darüber, dass man in der Türkei wohnt. Und zwar länger, ja. Wir reden uns jetzt, die ganzen Steuerdinge, die wir jetzt besprochen haben, betreffen ja jemanden, der länger als 6 Monate in der Türkei wohnt. Vielleicht können Sie mal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer sagen, wie einfach oder doch kompliziert es ist, einen Wohnsitz oder einen Aufenthalt in der Türkei zu beantragen. Es ist für europäische Bürger relativ einfach, das zu bekommen. Für eine Aufenthaltserlaubnis braucht man ein ausreichendes Einkommen und eine angemietete Wohnung und eine Krankenversicherung. Und das ausreichende Einkommen heißt grob circa $300 pro Monat. Wie muss man das nachweisen? Sie können einen Kontoauszug aus der Bank oder von einem Wechselbüro einen Devisenverkaufsbeleg vorlegen und das nachweisen. Ganz einfach. Also man muss zum Beispiel für 12 Monate zeigen, dass man 12 mal $300 hätte auf dem Konto. So ist es. Okay. Also man muss kein monatliches Einkommen nachweisen, sondern im Prinzip Vermögen haben, um seine Kosten für ein Jahr zu decken, so wie es in vielen Ländern wahrscheinlich ist. Genau, sehr vereinfacht. Wie lange dauert das, bis man einen Aufenthalt bekommt? Muss man an verschiedene Stellen gehen oder macht man das alles an einem Büro? Es gibt eine Migrationsbehörde. Dort nach der Antragstellung dauert es bis zu 8 Wochen. Okay. Und da ist es etwas aber ein bisschen befremdend. Nach der Antragsstellung darf man nicht ausreisen, bis die Genehmigung erteilt wird. Wird das begründet? Warum das? Weil man den Reisepass einreicht, nicht zurückbekommt. Und deswegen soll man so einplanen, nach der Antragstellung circa einen Monat muss man in der Türkei bleiben. Eine Sondergenehmigung ist zwar möglich, aber zu kompliziert, das zu bekommen. Eine Frage habe ich noch. Also wenn ich es richtig verstanden habe, um jetzt sich dort nur kurzfristig aufzuhalten, braucht man dort kein Visum oder man kann das Visum am Flughafen bekommen oder muss man da vorher ein Visum beantragen? Als Deutsche braucht man für 90 Tage Aufenthalt kein Visum. Und andere Europäer? Entschuldigung, bei Österreichern ist es anders. Bei denen ist ein Visum notwendig und das bekommt man auch beim Flughafen. Ja, interessant. Naja, mal angenommen, ich würde jetzt mir eine Wohnung oder ein Haus da in der Türkei kaufen, so als Ferienhaus, und ich würde dann planen, dort letztlich, ich sage jetzt mal, 4-5 Monate im Jahr zu verbringen. Wenn ich die an einem Stück verbringen wollte, dann bräuchte ich dann ein Visum. Aber wenn ich nur 90 Tage dort bin jeweils, dann bräuchte ich dort kein Visum. Nein, in dem Fall reicht das 90 Tage Visum oder 90 Tage visumsfreie Aufenthaltsmöglichkeit nicht aus. Sie müssen innerhalb der visumsfreien Zeit Sie einen Antrag für Aufenthaltserlaubnis stellen, wenn Sie länger als 90 Tage in einem Jahr in der Türkei aufhalten möchten. Weil Sie ja eine eigene Immobilie haben, dann brauchen Sie keinen Mietvertrag. Das geht auch damit dann. Ich meine, mir ist jetzt natürlich schon klar, Immobilienpreise, da gibt es natürlich ganz, ganz teure und ganz, ganz billige, das ist mir schon klar. Aber wenn Sie jetzt mal so über Mandanten sprechen, vielleicht die jetzt in der Türkei eine Wohnung oder eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus gekauft haben, so nach einem Standard, der so jetzt für Deutsche, die ja immer sehr anspruchsvoll sind, muss man sagen, einigermaßen gut ist. Was muss ich da rechnen? Was kostet da so eine Wohnung vielleicht mit 2-3 Zimmern an einem der populären Städte am Meer in der Türkei, wenn ich das kaufen wollte? So, wenn man das ganz grob sagen soll, es ändert sich übrigens. Also in dem letzten Jahr zum Beispiel, erstens, mit Corona haben wir einen Schub erfahren. Dann Immobilien sind so grob 50% gestiegen. 50%, ja, wahnsinnig. Reden Sie von Lira oder von Dollar? Lira. Okay. Aber Dollar ist 100% gestiegen. Das muss man auch sehen. Ja. Und es gibt auch eine hohe Inflation. Und jetzt in den letzten Monaten, also in den letzten 6 Monaten, sind Immobilien vielleicht nochmal verdoppelt. Tatsächlich verdoppelt. Wahnsinnig. Ja, fast verdoppelt und wahnsinnig. Und die Inflation in der Türkei ist aktuell grob bei 50%.
offiziell, aber es wird inoffiziell vermutet, das kann bis 80 bis 100% gewesen sein. Und der Trend ist auch steigend. Und die Preise erhöhen sich fast täglich. Ist ja auch kein Wunder, was in der Welt passiert. Ja, ich meine, richtig. Die Preise erhöhen sich halt überall. Und wenn man jetzt noch eine schwache Währung hat, wahrscheinlich, die sowieso schon ein bisschen gefährdet ist, dann wird es noch schwieriger. Ja. Genau. Ich komme zu der Wohnungsfrage. Die teuerste Stadt ist Istanbul. Und wir gehen von Istanbul aus. In einem guten Viertel, wenn Sie eine Wohnung mit 50 Quadratmeter haben würden, das ist eine neue erdbebensichere Wohnung, dann kann man aktuell wohl circa 1 Million Lira rechnen. Das kann circa 60.000 Euro machen. Also 60.000 bis 70.000 Euro kann aktuell ausreichen für so eine Wohnung. Und wenn Sie nach Ankara oder Izmir oder Antalya gehen, dann die Preise werden etwas niedriger. So kann man 20-30% grob sich vorstellen. In Adana oder in Mersin sind noch günstiger. Also das sind die günstigsten Städte der Türkei am Mittelmeer südlich. Die Miete für solche Wohnungen kann man in Istanbul wäre es vielleicht so 300 Euro. Und in anderen, in Izmir oder so, dann 200 Euro. Also in Istanbul wäre 300 bis 500 Euro, aber in Izmir oder Ankara oder anderen Städten kann man so noch niedriger bei 200, 300 Euro vorstellen aktuell. Aber die Mieten sind auch im letzten Jahr verdoppelt. Wahnsinn. Also unberechenbar geworden. Die Preise sind jetzt auch für mich, früher war das jedes Jahr ungefähr ähnlich und dann mit 10% Erhöhung und so, aber jetzt, die spielen verrückt und man kann nicht so eine große Verallgemeinerung machen. Ja, nee, wir verstehen das. Wenn man das in einem Jahr anhört, hat sich dann wieder alles geändert. Wahrscheinlich alles doppelt so hoch. So ist es, also, leider. Ja, eben, ja, leider. Ist ja auch schwierig für das Land, ja, also ist ja für die Bevölkerung vor allen Dingen schwierig. Ja. Es ist so, ob man kaufen oder mieten soll, natürlich unterschiedlich. Aber wie Sie sehen, sind die Mietpreise auch sehr niedrig. Man kann auch mieten, wenn man nicht sehr, sehr langfristig in der Türkei leben möchte. Und wenn man kaufen würde, dann kann man je nach Währungsverlust in Euro Geld verlieren. Dieses Währungsrisiko bei Wohnungskauf besteht leider. Zum Beispiel die Leute, die vor 10 Jahren eine Wohnung mit Euro gekauft haben, haben wegen Währungsverlust etwas Geld verloren, obwohl die Wohnungen so stark gestiegen sind. Oder man kann so sagen, also das ist gleich geblieben. Also der Trend wie in Deutschland in den letzten 10 Jahren, diese kontinuierliche Steigerung von jährlich 10%, gab es in der Türkei nicht. Eine Sache noch zum Thema Wohnung. Ich habe gehört, und das ist ja für uns Europäer, also aus anderen europäischen Ländern relativ ungewöhnlich, Mietverträge werden oftmals nur für 1 Jahr abgeschlossen. Und dann muss man also nach einem Jahr, meistens wird dann der Preis, wie Sie es schon gesagt haben, geht dann nach oben. Entweder ziehe ich aus oder ich akzeptiere den neuen Preis. Also jedes Jahr endet der Mietvertrag automatisch. Ne? So habe ich das gehört. Nein, also das ist mittlerweile nicht so. Es ist so, ja, für 1 Jahr abgeschlossen, aber es verlängert sich automatisch jeweils um 1 Jahr, jedes Jahr. Und solange der Mieter die Miete ordentlich bezahlt, kann der Vermieter den Mieter nicht rauswerfen. Ist ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Also Eigenbedarf muss da sein und so weiter. Also alle Mieterschutz ist schon da. Was faktisch ist es so, wenn solche Preisänderungen auftreten, dann es gibt auch bei Miete so eine Regelung seit ein paar Jahren. Die Miete darf der Vermieter nicht beliebig erhöhen. Es war früher öfters so hoch wie Verbraucher- und Produzenteninflationsdurchschnitt. Aber vor circa 3 Jahren oder 4 Jahren wurde ein Präsidentendekret erlassen und damit wurde verboten, die Miete höher zu erhöhen als Verbraucherinflation. Und die Verbraucherinflation ist immer die niedrigere Inflation. Dann die Vermieter wurden quasi gedrängt, die Miete niedrig zu halten in einem Markt, in dem alle Preise frei hochgehen.
Und das hat verursacht, dass die Mieten in den letzten 3-4 Jahren niedrig geblieben sind. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt sprechen Sie, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das stimmt, das habe ich auch schon gelesen, aber es betrifft natürlich in erster Linie türkische Bürger. Ja, das stimmt. Mit dem Schutz, das getroffen worden ist. Und deswegen ist halt die gängige Praxis, ich habe einige Freunde, die in der Türkei wohnen, dass man mit Ausländern, und das ist ja unsere Zielgruppe in erster Linie, die halt in die Türkei kommen wollen, deswegen Besitzer von einer Wohnung sagt, ich mache den Vertrag nur für ein Jahr, ich vermiete dir die Wohnung für ein Jahr, damit er dann eben gucken kann, was macht er in einem Jahr, wenn die Preise nach oben geklettert sind. Also die Lebenskosten für den Besitzer einer Wohnung. Aber den Schutz für die inländischen Bürger. Ja, also bei Ausländern gibt es ja Ausnahmen von diesem Verbot. Ja, das stimmt. Aber der Markt allgemein wird ja von den Inländern dominiert. Und deswegen, das verursacht so eine Situation im Markt. Bei Ausländern kann es sein, dass es etwas andere Regelungen faktisch gelten, dass die Leute versuchen, zum Beispiel bei den Türken ist es auch verboten, in ausländischer Währung Mietvertrag abzuschließen. Und wenn man mal bei den Ausländern in Euro einen Vertrag abschließt, dann, wenn Euro 100% gestiegen ist, dann ist auch die Miete 100% gestiegen in türkischer Lira betrachtet. Insoweit kann man so sehen, aber diese, wie Sie sagen, diese befristete einjährige Mietverträge, das geht nicht. Solange der Mieter die vereinbarte Miete bezahlt, dann kann der Vermieter nicht rauswerfen. Und diese einjährige Befristung muss man auch schauen, das ist nicht unbedingt wirksam. Kann ich denn in der Türkei mit Kryptowährung bezahlen? Nein, das dürfen Sie nicht. Das ist verboten seit 2021. Also das Kryptowährung als Zahlungsmittel ist verboten in der Türkei. Richtig. Als Zahlungsmittel wurde es verboten. Man kann ja kaufen, verkaufen in den Kryptobörsen, kann man alles machen, aber nicht als Zahlungsmittel verwenden. Und auch die Firmen dürfen das nicht als Zahlungsmittel akzeptieren oder einführen. Und steuerlich? Ja, steuerlich wird auch normale steuerliche Situation muss gelten, aber bisher gibt es keine ausführliche gesetzliche Regelung über Krypto. Es ist aber in Vorbereitung. Ein Entwurf ist schon da und wird aktuell diskutiert. Man geht davon aus, dass die Wertsteigerungen bei Krypto ähnlich besteuert werden, wie man bei Aktien veranlasst. Was wir bis jetzt also schon sehr gut verstanden haben, ist, dass für digitale Nomaden die Türkei durchaus eine sehr interessante Option sein kann. Außer den sehr niedrigen Lebenskosten in der Türkei hat natürlich eine Weltmetropole wie Istanbul einiges zu bieten, also für 6 Monate allemal. Und so lange kann man ja in jedem Fall steuerfrei als digitale Nomade dort leben. Wir wollen jetzt aber mal zum Thema Steuern und Unternehmensgründung in der Türkei übergehen. Uns interessieren Fragen wie zum Beispiel, für welche Unternehmer oder Investoren ist die Türkei ein idealer Standort? Es gibt in der Türkei circa 10.000 Firmen mit deutscher Beteiligung und das erhöht sich auch ständig. Wer kommt, gibt es entweder produzierende kleine und mittelständische Unternehmen oder diejenigen Firmen, die die Türkei als Absatzmarkt betrachten und deren Waren in der Türkei vertreiben wollen. Und das kann man von Zeiten her differenziert betrachten. Bis 2014 war ein Sturm von Deutschland in die Türkei und sehr viele Firmen sind gekommen und viele sind auch geblieben. Und danach, ab 2014, hat man sich mit der EU und mit Deutschland etwas politisch distanziert und danach sind auch die Investitionen gestoppt. Oder in einem sehr niedrigen Niveau geht es weiter. Das eigentlich jetzt aufgrund der so vielen Vorteile eher zu bescheiden ist. Also kann man auch bei diesem vorherigen wirtschaftlichen Sturm, kann man sagen, bis zu 100.000 Fachkräfte sind auch von Deutschland in die Türkei gekommen, um zu arbeiten. Die deutschen Firmen sind auch teilweise mit türkischstämmigen eigenen Personal in die Türkei gekommen. Und viele sind einige Jahre in der Türkei geblieben und dann ab 2014 wegen diesem Rückgang und auch Währungsverluste
sind viele aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation nach Deutschland zurückgegangen. Darf ich vielleicht kurz hier was sagen zu dem Thema, vielleicht kurz hier unterbrechen? Also ich meine, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass jetzt vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Ukraine und in Russland, ich denke, hier die Positionen und auch gewisserweise die Karten ja neu gemischt werden. Ja? Also wir wissen ja zum Beispiel, die Türkei hat ja schon mal da einen russischen Düsenjäger abgeschossen. Ja. Wurde jetzt ja besonders auch jetzt hier positiv oft bemerkt in den letzten Tagen. Unter dem Motto, Präsident Erdogan hat sich hier nicht bullien lassen von Putin. Ja. Er hat den Flieger runtergeschossen einfach. Ja. Und danach hat Putin nie wieder was gemacht mit Türkei. Die Türkei ist ja auch NATO-Mitglied. Ja. Und ich denke, man wird natürlich jetzt schon schauen. Klar, es gibt natürlich Distanz, es gibt natürlich Unterschiede mit Erdogan, politisch und so weiter. Und es ist ja immer oft auch dort, man weiß nicht genau, wie man jetzt umgehen soll mit dem Präsident und so. Aber man kann schon davon ausgehen, dass jetzt hier solche Allianzen meiner Meinung nach eher verstärkt werden mit der Türkei. Vor dem Hintergrund dessen, was gerade passiert. Glauben Sie das auch? Also das heißt im Grunde genommen, man kann davon ausgehen, dass auch wenn jetzt die Türkei ihre Karten richtig spielt, dass das sich dann eher positiv für die Türkei entwickelt, die Beziehung, auch wenn die letzten Jahre vielleicht eher jetzt negativ und etwas belastet waren. Auf jeden Fall. Beide Parteien sind von Russland sehr abhängig und in einer ähnlichen Situation. Und diese Abhängigkeit kann man reduzieren, wenn man intensiv zusammenarbeiten würde. Und beide Parteien würden davon profitieren. Insoweit müssen die EU und die Türkei in den letzten Jahren viel mehr zusammenarbeiten als vorher. Und die EU muss auch der Türkei wirklich Perspektive anbieten. Und dieser Bruch war auch deswegen verursacht in der Vergangenheit, weil die EU ständig alles offen lassen wollte und die Türkei wollte ständig Ergebnisse haben. Und dann nach dieser Spannung hat sich die Türkei eher nach Osten gewandt. Mit Russland hat mehr zusammengearbeitet. Aber jetzt es zeigt, dass es eine Sackgasse gewesen war. Und jetzt wirklich die EU und Türkei müssen jetzt viel, viel mehr zusammenarbeiten als in der Vergangenheit. Und man muss ja auch sagen, trotz dieser ganzen Spannungen, die Türkei hat ja gerade in der Flüchtlingsfrage für die EU schon sehr viel geleistet. Ja, die hat ja letztlich das Flüchtlingsproblem der Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten, sage ich jetzt mal Syrien und so, ja komplett abgefangen. Ja. Also die sind im Grunde ja, man hat es der Türkei gegeben. Gut, da gab es irgendeinen Deal, da gab es sicherlich auch dann finanzielle Mittel, die geflossen sind und bestimmte Vorteile. Aber letztlich hat ja die Türkei dieses doch erhebliche Problem für die Europäische Union gelöst und hier auch die Verantwortung übernommen. Gut, man kann sich jetzt über Details streiten, wie Flüchtlingslager und so. Ich meine, ist sicherlich alles nicht ideal. Aber also hier hat sich die Türkei auf jeden Fall auch als verlässlicher Partner trotz bestimmter politischer und ich sage jetzt mal ideeller und philosophischer Differenzen ja auch erwiesen, trotz allem. Ich glaube, also da ist schon eine Verlässlichkeit, auf jeden Fall hat sich dort gezeigt. Und die wird auch für die Zukunft bestimmend sein. Sehen Sie es auch so? Auf jeden Fall. Also die Türkei hält das Flüchtlingseinkommen mit der EU. Und obwohl auch in den Medien so viel von Politikern gestritten wird und so emotionell gesprochen wird und das Thema etwas eskaliert wird, ist in der Wirklichkeit so, dass das Abkommen funktioniert und die Türkei hatte nicht nur aus Syrien, auch aus Iran oder Afghanistan oder aus afrikanischen Ländern viele Flüchtlinge sind in der Türkei und so grob wird von 7 Millionen Flüchtlingen gesprochen. Ein wahnsinniger Betrag und ich habe gehört, in Istanbul gibt es mittlerweile circa 1 Million Flüchtlingskinder in den türkischen Schulen. Können Sie sich vorstellen, das ist eine dramatische Veränderung. In manchen Stadtvierteln in Istanbul sind so schnell in weniger als 10 Jahren Ghettos entstanden oder diese allein Flüchtlingsviertel. Und es gibt mittlerweile auch mehr Spannungen zwischen den Inländern und dieser Personen. Also das Land leistet trotzdem, bleibt man dabei, diese Abkommen nicht zu brechen und zeigt wirklich eine gute Zuverlässigkeit
von der EU aus soll man das auch nicht unterschätzen. Ja, 100%. Also daher würde ich sagen, also wir wissen, keiner weiß, was passiert in Zukunft. Aber ich denke, dass jetzt für die Zukunft die Weichen jetzt eher positiv gestellt sind, was jetzt auch Investitionen in der Türkei wahrscheinlich anbelangt, aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. Und hier wäre jetzt immer interessant, Sie haben ja vorhin schon gesagt, viele deutsche Unternehmen haben früher investiert. Was sehen Sie jetzt momentan? Also welche Investitionen gibt es in der Türkei? Ich meine, klar, wir haben von manueller Arbeit gesprochen, aber ich meine, es könnten ja auch Dinge interessant sein wie Softwarebuden, irgendwelche Tätigkeiten, die jetzt eher am Computer stattfinden und nicht an der Werkbank. Ja. Erstens kann ich kurz bemerken, dass nach dem Krieg jetzt in Ukraine wir viele Anfragen aus Russland haben. Also viele Firmen von Russland wollen als Alternativ in die Türkei umziehen, auch von ausländischen Unternehmen. Das ist schon interessant. Und wenn auch mit der EU eine bessere Beziehung jetzt aufgebaut wird wieder, dann wird man denken, dass man auch von der EU jetzt mehr Nachfrage in die Türkei kommt. Und jetzt der nächste Punkt. Also erstens, es ist definitiv, die Türkei ist die Zentrale von Spielindustrie in Europa. Also die Computerspiele werden sehr viel in der Türkei entwickelt. Einige türkische Startups sind als Unicorn von den US-Firmen übernommen worden. Es gibt viele andere Spielfirmen, die jetzt arbeiten. Also wir haben Mandanten, die von Deutschland in die Türkei kommen, um Spiele zu entwickeln, um diese Spiele im US-Markt zu vertreiben. Also wenn Sie Spiel entwickeln wollen als deutsche Firma, dann können Sie lieber in die Türkei kommen und dort eine Firma gründen und dort die Entwickler beschäftigen. Das ist der eine interessante Markt. Aber ich kann für die deutsche Industrie in der Türkei auch sehr große Potenziale sehen, insbesondere in Freihandelszonen. Und wenn Sie eine arbeitsintensive Produktion in Deutschland haben, viel mehr als Absatzmarkt ausländische Märkte haben, also das heißt, wenn Sie in der Türkei produzieren und auch auf die Welt verkaufen möchten, dann ist es sehr, sehr günstig, das in der Türkei zu machen. Weil in einer Freihandelszone haben Sie sehr große steuerliche Vorteile und hervorragende Infrastruktur. Da sind Sie auch von den inländischen Regelungen nicht so viel beeinflusst. Und auch die politische Entwicklung geht sie gar nicht an, weil die aktuelle türkische Regierung ist eigentlich sehr unternehmerfreundlich und auch den Ausländern gegenüber. Solange man nicht politisch in der Türkei tätig ist, kann man ruhig seine Investitionen aufbauen und erweitern. Und wir haben mehrere Mandanten, die vor 10 Jahren das schon gemacht haben. Die machen weiter, die ziehen sich nicht zurück aus dem türkischen Markt. Nur jetzt, ab 2014, haben wir eine große Zurückhaltung. Und das ist sehr viel von Medien verursacht und auch wegen emotioneller Bewertung der Situationen ist das so. Und ein normaler Bürger auf der Straße, wenn Sie fragen, möchte auch nicht in die Türkei gehen als Tourist, weil er so negative Nachrichten hört. Das ist aber nicht sachlich begründet. Wenn man sachlich denkt, dann, also in jedem Land auf der Welt gibt es irgendwelche politische Empfindlichkeiten. Ja? Also in jedem Land kann man Probleme haben, wenn man die Tabus von diesem Land etwas kritisiert oder angreift. Ja? Deswegen soll man das so betrachten. Ja? Also ich möchte nicht natürlich, dass ob diese Dinge kritikfähig sind oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Ich möchte nicht darüber eine Meinung hier äußern. Aber wenn man wirtschaftlich denkt und als Unternehmer etwas machen möchte und wenn man Vorteile auf dem Weltmarkt sucht, dann, wenn man in Europa jetzt seine Zentrale hat, und das ist 2 Stunden weit von Europa und solche Lebensverhältnisse ähnlich wie vielleicht China. Und es ist ein Paradies für Produktion, für europäische Firmen. Es ist die hervorragende Infrastruktur mit Autobahnen, mit guten Verbindungen zu Europa und mit Hafen und so weiter.
und mit so billigen Personalkosten. Vielleicht können wir nochmal auf einen anderen Vorteil zu sprechen kommen. Der passt sehr gut zu dem, was Sie gerade sagen. Und zwar die Türkei hat ja ein Zollabkommen mit der Europäischen Union. Ne? Das dürfte ja auch ein weiterer großer Vorteil sein, wenn ich jetzt als Unternehmer aus Europa mein Unternehmen gründe in der Türkei. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer sagen, was das genau bedeutet, das Zollabkommen, das die Türkei mit der Europäischen Union hat. Ja, also die Türkei ist in der Zollunion seit über 20 Jahren und das erleichtert den In- und Export beiderseitig. Nicht nur die Zollunion, das Land ist ja seit langem Beitrittskandidat. Aus diesem Grund harmonisiert schon zahlreiche europäische Regelungen. Also was in der EU neu beschlossen wird, kommt auch in der Türkei. Insoweit ist das Land eigentlich ein Teil von Europa, auch wenn man so in öffentlicher Wahrnehmung nicht ganz so das sieht. Also die Zollunion erleichtert den Handel beiderseitig, ganz grob gesagt. Also wie Sie jetzt ja schon gesagt haben, ja, also jetzt haben wir jetzt auch gerade mal China angesprochen. Der größte Handelspartner von China ist die Europäische Union. Ja. Aber wie wir jetzt ja wiederum hier sehen, wenn man jetzt mal sich die Situation in Russland und der Ukraine genau anschaut, dann hat man ja auch betreffend China letztlich große Bedenken. Ja? Und man hat ja auch Bedenken, sich dort zu abhängig zu machen. Oder, naja, man ist schon sehr abhängig. Ja, leider. Und ich denke, auch hier, meiner Meinung nach, wird es in den nächsten Jahren zu einer Justierung kommen. Ja? Man muss oftmals dann pragmatisch sein. Ja? Man kann dann kein Purist sein. Man kann dann sagen, okay, Erdogan, okay, mit manchen Dingen sind wir nicht einverstanden, aber es ist ja, hat sich gezeigt, NATO-Mitglied, EU-Beitrittsmitglied seit vielen Jahrzehnten, ein verlässlicher Partner. Ja. Und was ist mir jetzt lieber? Ja? China und die Kommunistische Partei, wo wir wissen, da gibt es ja auch Straflager, wo Muslime eingesperrt sind. Oder eben die Türkei, wo vielleicht auch manche Dinge jetzt philosophisch oder weltanschaulich anders sind. Ja? Aber wenigstens, wenn es um Business geht, man kann um einen Tisch sitzen, man kann die Probleme lösen, man kann zusammenarbeiten. Man arbeitet zusammen jeden Tag seit vielen Jahrzehnten. Richtig, ja. Also richtig. Ist ja nicht die Frage, das muss ich erst noch beweisen. Und es hat sich ja alles bewiesen. Und wie gesagt, also da denke ich, wird es eine Justierung geben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die Europäische Union sagt, naja, wie gesagt, wir wollen strategisch eher die Abhängigkeit zu China reduzieren und mehr vielleicht in Richtung Türkei dann wieder uns auch orientieren. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das passiert vor allen Dingen jetzt vor dem aktuellen Hintergrund. Ja, das auf jeden Fall auch. Ich denke, dass es in diese Richtung kommen wird. Vor 2 Tagen war der Bundeskanzler in Ankara und ich denke, dass diese wirtschaftlichen Themen auch eine große Rolle bei diesem Besuch gespielt haben. Nicht nur der Ukraine-Krieg. Viel größere Abhängigkeit hat man mit China eigentlich. Von Russland bekommt man nur Energie, aber von China bekommt man alles, was man im Tagesalltag braucht. Dann, wenn man dort ein Problem hat, dann kann man tatsächlich größere Probleme in Europa haben. Insoweit bin ich dafür, dass man auf jeden Fall möglichst in Osteuropa, aber auch in der Türkei und Nordafrika für Europa alternative Standorte für Europa aufbauen muss. Und da muss Europa stärker sich einsetzen. Und jetzt, Europa war in den letzten Jahren viel zu viel mit sich selbst beschäftigt und hat vernachlässigt, diese Themen zu behandeln, denke ich. Das soll man jetzt aufgeben. Man muss viel aktiver, stärker sich einsetzen und nicht nur dieses Flüchtlingsthema, sondern auch die wirtschaftlichen Interessen müssen dringend geschützt werden. Und dabei kann die Türkei tatsächlich eine große Rolle spielen und man soll sich nicht irren lassen. Die Türkei hat, Diskussionen mit Europa, manchmal verschiedene Interessen, aber am Ende ist man im gleichen Schiff und europäische und türkische Interessen sind den anderen Teilen der Welt gegenüber sind gleich oder ähnlich. Deswegen muss man viel mehr zusammenarbeiten, als man streitet. Und das Land hat sich auch tatsächlich als zuverlässig bewiesen. Selbst mit Israel, mit dem man die größten Probleme hat, kommt man wieder näher und mit anderen Ländern der Region verbessert man auch die Beziehungen. Das ist auch gut für Europa. Man kommt nie auf eine Idee, so einen Krieg wie in Russland zu führen. Also das ist mit der Türkei
nicht der Fall. Und deswegen kann man langfristig auf die Projekte mit der Türkei bauen. Und in der Türkei gibt es auch eine demokratische Gesellschaft mit Opposition und eine längere Demokratietradition, auch wenn es mit Problemen ist. Insoweit, man muss nicht zu pessimistisch bewerten, auch nicht zu optimistisch, aber man muss pragmatisch die Potenziale ausnutzen, die jetzt bestehen, zur Verfügung stehen. Ja, das war ein Statement. Kann man so stehen lassen. Dafür arbeiten wir auch. Genau. Ja, wo man sagen muss, also wo ja da auch teilweise kleinere Unternehmen da schneller sind als die Politik, wo ich jetzt ganz stark schon gesehen habe, dass auch was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Dogan, oder was Sebastian Sauborn gesagt hat, die FBA-Händler, also viele FBA-Händler von Amazon drehen jetzt einfach ihren Kurs schon und suchen alternative Lieferanten, Hersteller, gerade in der Türkei. Also es ist extrem, also im Bereich Sport, Haushalt, Deko, Hobby, Küche, Baumarkt und sowas, außer Elektronik, das muss man noch aus China nehmen, einfach deswegen, weil die Lieferzeit, Containerkosten sind 500% gestiegen für einen Container aus China nach Europa. Und die Lieferzeit hat sich verdoppelt bis verdreifacht, was bedeutet, dass ein kleiner FBA oder auch ein großer FBA Amazon-Händler muss seinen Lagerbestand verdoppeln oder verdreifachen. Viele gehen jetzt und holen das, was sie so typischerweise Amazon verkaufen, kaufen jetzt in der Türkei. Also es gibt mittlerweile richtig Servicegesellschaften, deren Geschäftsgegenstand ist, ich helfe einem Amazon FBA-Händler, die Lieferanten, die er bisher in China hatte, jetzt in der Türkei zu finden. Also da gibt es richtige Börsen. Insofern ist manchmal die Privatwirtschaft schneller als die Politik und setzt da einfach schon Pflöcke ein jetzt. Ich kann auch kurz etwas berichten aus unserer Arbeitserfahrung. Die Hallen, die Produktionshallen in der Türkei sind im letzten Jahr stark gestiegen. Also die Mieten für die Hallen sind verdoppelt auf einmal, obwohl sie seit Jahren nicht so stark nachgefragt waren. Also erstens nach Corona und auch dann diese Spannung mit Russland und China auch. Sie wissen ja, die Spannung mit China ist ja seit Jahren mit der Trump-Regierung von Amerika ist das. Das ist nicht erst dieses Jahr entstanden. Und wahrscheinlich, das hat im Hintergrund die Wirkung, dass viele Unternehmer, wie Sie sagen, sich in die Türkei jetzt wenden. Ich habe auch von einer Freihandelszone-Leiter gehört, ganz neulich, dass er so viel Plätze vermietet hat in einem Jahr, im letzten Jahr, so viel wie in den, also 50% von den bisherigen Vermietungen. Circa 40, 60 Jahre. Also es ist eine riesige Nachfrage bei Produktionsstätten in der Türkei zu verzeichnen, denke ich. Und das wird noch mehr werden, auch wenn Sie auch berücksichtigen, dass Fachkräftemangel in Deutschland intensiviert wird und es wird viel schwieriger, neue Mitarbeiter in Deutschland zu finden. Dann das wird auch die Firmen dazu bringen, wo man einfachere Personal findet. Wenn das auch so günstig ist, dann lieber dort produzieren. Und es ist auch ein Vorteil für deutsche Unternehmer. Ich glaube, in Deutschland gibt es circa 5 oder 6 Millionen mittlerweile Bürger, die deutsch-türkischsprachig sind. Und es ist ein riesiger Austausch zwischen beiden Ländern, kann man schnell deutschsprachige Mitarbeiter auch finden. Gut, also wir haben eine ganze Menge dazugelernt. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, wir haben über den Aufenthalt gesprochen. Wir haben über die Chancen, also über die Lebensqualität gesprochen, die man hat, wenn man seinen Wohnsitz verlagert. Wir haben auch gesehen, für Unternehmen gibt es eine ganze Menge Potenzial, um dort reell Business-Geschäfte zu machen. Vielleicht noch mal ganz kurz in 1, 2 Sätzen. Ist es kompliziert, ein Unternehmen zu gründen in der Türkei? Gibt es da Hürden oder? Nein, keine. Einfach nur erledigt werden? Sehr, sehr vereinfacht. Natürlich muss man mit einem Berater arbeiten, der kümmert um die Formalitäten. Aber das System ist sehr viel digitalisiert und eine Gründung erfolgt spätestens in 3 Tagen nach der Antragstellung.
Für Ausländer ist es nur etwas schwierig, die Unterlagen vorzubereiten. Wenn man aus Deutschland einen Handelsregisterauszug mit Apostille bekommen muss und eine notarielle Vollmacht erteilen muss, das dauert circa 2 bis 4 Wochen. Aber wenn die Unterlagen in der Türkei sind, dann 3 Tage. Okay. Dann, was immer eine Frage ist, die unsere Zuhörer, Zuschauer oder Mandanten auch interessiert, wenn es um andere Länder geht, wie ist denn wenn ich da wohne in einem Land, wie ist die gesundheitliche Versorgung? Also ein Beispiel, ich wohne zurzeit in Griechenland, das ein oder andere Krankenhaus, in dem ich da schon mal gewesen bin, hat die Atmosphäre einer Speditionslagerhalle, wo überall so Paletten rumstehen und so weiter und so fort. Wie kann ich mir denn das in der Türkei vorstellen, die Gesundheitsversorgung? Es kann ich sagen, es ist hervorragend in den Städten, in europäischem Niveau oder vielleicht kann man sogar sagen in deutschem Niveau. Und es gibt viele private Krankenhäuser, die auch günstig sind. Aber auch staatliche Krankenhäuser sind in den letzten Jahren modernisiert. Die besten, größten Krankenhäuser der Welt sind in der Türkei gebaut worden, mit viel US-Dollar-Krediten natürlich, die auch die türkische Wirtschaft jetzt belasten. Aber am Ende haben sie sehr gute Krankenhäuser und Krankenhauspersonal kann man auch gut bewerten. Ärztezahl pro 1000 Personen Bevölkerung in der Türkei ist im Vergleich zu Deutschland so 50% weniger. Aber das ist auch schon ziemlich hoch für so ein großes Land. Also Medikamenten sind die günstigsten europaweit. Das muss man auch sagen. Viele Deutsche bringen aus der Türkei Medikamente mit. Man kann auch so sagen, weil so viele Sachen sind billig. Man hat ein Gesundheitssystem, das etwas Ähnliches leistet wie deutsches Gesundheitssystem, aber vielleicht das 10-fache billiger dem Staat kostet. Obwohl die Qualität eigentlich nicht 10-fach besser oder schlechter ist. Insoweit das Gesundheitssystem in der Türkei ziemlich gut. Ich würde empfehlen, für Ausländer private Krankenhäuser zu besuchen, weil dort bessere Ärzte gibt und nicht sehr teuer ist und nicht überfüllt ist und Termine sofort zu kriegen sind, nicht mal 2 Tage. Und man muss auch vom Gesundheitstourismus sprechen. Eben hat Sebastian gefragt, was ist in der Türkei gut? Eine Spielindustrie habe ich gesagt, Computerspielindustrie, aber auch Gesundheitstourismus wächst in der Türkei rasant. Über 10 Milliarden US-Dollar wird aktuell vermutet, jährlich Umsatz von Gesundheitsdienstleistungen, die für Ausländer geboten werden. Weil Flüge auch in die Türkei sehr günstig sind, von Europa oder von der Gegend, kann man einfach für 2 Tage in die Türkei fliegen und Haartransplantation oder Schönheitsoperationen oder Augenlaser und so weiter, sowas kann man machen. Ein deutscher Bekannter hatte mir erzählt, da bekommt man dieselbe Qualität normalerweise und für 1/3 des Geldes, was man in Deutschland ausgibt. So ganz grob. Auf jeden Fall wesentlich günstiger und deswegen wächst ja dieser Markt auch. Also das zeigt, dass das Gesundheitssystem in der Türkei auf jeden Fall ziemlich leistungsfähig und konkurrenzfähig ist. Vielen Dank. Also ich habe erstmal keine Fragen mehr, war sehr, sehr aufschlussreich, was wir von Ihnen alles erfahren konnten zum Leben und Unternehmeralltag oder den Business-Chancen. Ja. Möglichkeiten der Türkei. Das ist ja sehr interessant, ja. Also da kann man sehen, ich glaube, diese Beziehung zur Türkei und die Türkei hat Zukunft, ja. Also das sieht positiv aus, ja. Eine Frage noch zum Schluss. Interessierte Mandanten, Zuschauer, Zuhörer, wie können Sie am besten kontaktieren und erreichen? Vielleicht können Sie das noch kurz. Sie können uns gerne im Internet unter falke.com.tr erreichen. Wir haben unseren Hauptsitz in Istanbul, aber haben auch in Izmir und Stuttgart eine Niederlassung. Jederzeit können wir über Internet oder telefonisch erreicht werden. Hervorragend. Dann vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dogan, war sehr interessant. Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag noch. Danke, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.